herzlich willkommen zu unserer Folge 7 der Lemken-Bodentour. Wir befinden uns hier heute auf der Nordsee und zwar fahren wir gerade mit der Fähre nach Föhr. Und dort besuchen wir ein Weingut, das Weingut Wahlem. Das ist somit das einzige Weingut hier in der Region an der Nordseeküste und hat natürlich auch einen speziellen Standort ausgewählt für den Weinanbau. Und deshalb sind wir heute ganz gespannt, was der Winzer uns zu dem Thema Weinbau auf Föhr erzählen kann und vor was für Herausforderungen er natürlich auch im Hinblick auf den Boden und die Bodenstruktur, aber natürlich auch das Klima hat. Und ja, wir nehmen euch wie immer mit und ich freue mich auf den heutigen Tag und hoffe, dass das Wetter hält und wir sehen uns später auf der Insel Föhr. Bis gleich. Hi. Hi. So. Hi, ich bin Marie. Lenz. Hi. Ja, wir hatten ja telefoniert, ne? Genau. Ja, schön heute hier sein zu dürfen. Ja, schön, das dass ihr ist ja hier wunderschön bei euch. Bis Ja. auf das Wetter, aber Ja, ist auch schön. ja, nicht schlecht. Du hast hier ein Weingut mit deiner Familie, ne? Genau, so halb. Also Ja. wir arbeiten hier bei dem Weingut. Ja, was Genau. ganz Exotisches auf Föhr. Ja, schon. Ja. Also es gibt noch einen weiteren kleinen Winzer hier auf der Insel tatsächlich. Ah, echt? Ah, Ja. okay. Aber sonst seid ihr schon mit so die Genau. einzigen hier Genau. in der Region, Ja. ne? Ja, schön. Ich würde sagen, du stellst dich jetzt mal kurz vor Mach ich, für gerne. unsere Zuschauer. Erzählst mal kurz, wer du so bist und was du so machst und was Ja. euer Betrieb so macht. Und dann sehen wir uns gleich. Alles klar. Ja. Ich bin Lenz vom Weingut Wahlem. Wir betreiben hier seit 2009 Weinbau. Ich habe eine Winzerausbildung gemacht, danach noch internationale Weinwirtschaft studiert und studiere jetzt noch im Master Management in der Weinwirtschaft. Und wir betreiben hier 5 Hektar Weinbau. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Eines Tages saßen mal 4 Männer zusammen bei einer Flasche Wein und haben über den Klimawandel diskutiert. Und so ist es dann dabei entstanden, dass man auf die Idee gekommen ist, auch Wein auf Föhr anzubauen. Dies ging aber nicht so einfach ohne weiteres, weil man Rebrechte bräuchte. Und so wurde dann 10 Hektar über die Politik von Rheinland-Pfalz nach Schleswig-Holstein transferiert. Und so haben wir dann 2 Hektar von diesen 10 Hektar abbekommen anfangs. Und ja, das ist meine Geschichte. Hey, da bist du ja wieder. Ja, Ich habe in der Zeit, wo du weg warst, mal was vorbereitet. Und zwar haben wir immer ein Schild dabei, wo alle Landwirte unterschreiben, die bei unserer Bodentour mitmachen. Und weil du ja jetzt Folge 7 bist oder euer Weingut Folge 7 ist, steht das hier auf der Vorderseite. Und dann könntest du einmal hier auf der Rückseite unterschreiben. Ich habe einen Stift in der Tasche. Moment, zack, bitte sehr. Dankeschön. Ja, perfekt, super. Gut. Dankeschön. Sollen wir jetzt gleich zum Acker gehen und Ja, ein paar gerne. Trauben ernten, damit du siehst, wie das überhaupt alles bei uns abläuft? Ja, unbedingt, auf jeden Fall. Alles klar. Dann starten wir mal ganz am Anfang der Produktionskette des Weins, ne? Genau. Ja, dann Tipptopp. los geht's. Also hier sind jetzt die Trauben so ein bisschen drin versteckt Ja. unter den Blättern. Erntet ihr das alles von Hand? Wir ernten das alles mit unseren Scheren und den Händen Ja, sozusagen. ja. Genau, dann schneidest du die einfach nur hier ab, guckst, ob die gesund sind, was sie aber sind zu 100%. Ja. Dann kannst du sie einfach... Typische Krankheiten im Weinbau, Mehltau habe ich gelesen, echter und falscher, ne? Mehltau, genau. Und Botrytis ist auch noch so eine Begleiterscheinung, Ja. sprich die Graufäule, aber die ist eigentlich gut. Mhm. Also die entzieht den Beeren sozusagen die Flüssigkeit und drinnen bleibt der Zucker und Ja. genau. Daraus Und werden an die besten- Schädlingen die Rebenlaus, oder? Die Reblaus, genau, aber dazu ist zum Beispiel, hier siehst du es ganz gut, ist die Rebe gefropft. Ja. Hier unten ist eine amerikanische Unterlage und oben europäischer Edelreis. Und das europäische Edelreis, also die Blätter sind dagegen resistent und die Wurzeln von der amerikanischen Unterlage. Also es ist biologisch okay. sehr gut Ja, erledigt sozusagen. durch Züchtung dann wieder Resistenzen genau. reingebracht. Ja, nicht durch Züchtung unbedingt, sondern einfach durch Pfropfen. Ach so, okay. Genau, die sind dann einfach zusammengewachsen, deswegen ist hier der kleine verstehe. Hubbel und dann kommt hier oben einfach der Edelreis raus sozusagen. Ja. Genau. Kann ich mal so eine probieren? Natürlich, wenn du magst, gerne. Lecker. Wie viele Sorten habt ihr jetzt hier im Anbau? Wie viele Rebsorten? Wir haben jetzt 5 Rebsorten im Anbau. Solaris, Johanniter, Hibernal,
Sauvignon Gris und Pinotin. Das sind alles Piwi-Sorten, sprich pilzwiderständliche Rebsorten, Ja. die ein bisschen resistent Piwi heißen die dann auch. Genau. Sehr lustig, ja. Genau, ein bisschen verniedlicht. Ja, und die sind alle mehr oder weniger resistent gegen Mehltau und Oidium. Dass man halt viel weniger Pflanzenschutzmittel brauchen, beziehungsweise fast gar keine. Okay. Genau, das tust du halt ja. Hast du eine Umwelt ein bisschen- Lieblingssorte oder? Allgemein? Ja. Mehrere. Ja? Ja. Riesling, Chardonnay, Spätburgunder. Das sind so die Rebsorten, die Okay. ich sehr gerne trinke. Ja. Und jetzt bezüglich noch auf den Boden. Also wie wichtig würdest du es denn einschätzen, dass der Boden wirklich mit Nährstoffen so angereichert ist, dass sich das auch geschmacklich auf den Wein nachher ausübt? Das ist schon ein Stück wichtig. Jede Pflanze braucht hier natürlich auch Stickstoff. Ja. Und das setzen wir halt durch eine gezielte Bodenbearbeitung im Frühjahr einmal frei. Ja. Und Was dann- für einen N-Bedarf hat der Wein auf dem Hektar? 20 bis 40. Okay, das ist ja nicht viel. Nee, aber das meiste kommt ja auch wieder zurück. Das ist ja nur so gesehen der Saft, den man wegnimmt. Ja. Und der Rest kommt ja alles wieder zurück in den Weinberg. Sprich, wenn wir jetzt Rebschnitt machen, kommt das Holz auch wieder mit rein. Die Trester landen hier drin. Ja. Alles kommt eigentlich wieder zurück, bis auf den reinen Saft sozusagen. Ja, und das düngt ihr dann aber an mit organischem oder mineralischem Wir Dünger? versuchen das über die Begrünung zu regeln, Ach so, wie ja. man hier Über die super Zwischenfrucht, sieht. Genau. Und die Mit versuchen wir halt auch. Ramtölkraut, Facelia und so sehe ich da. Ne? Genau. Alexandriner-Klee ist da noch mit drin, Ja. und ein bisschen Winterhafer. Und das wechseln wir halt jedes Jahr die Zwischenfrüchte aus. Sprich, letztes Jahr hatten wir Wickroggen, jetzt mit 4 Sorten und wir wollen das eigentlich auf eine sagen wir es so, wir nehmen richtig viele Sorten, sprich 40, 50 Sorten, wo wir eigentlich irgendwann mal Zwischenfrucht haben, um eine hohe Biodiversität halt auch im Boden zu erschaffen, um das Bodenlebenwesen zu ernähren. Zu fördern, ja. Genau, und auch über die Leguminosen ein bisschen Stickstoff zu binden. Ja, nicht schlecht. Genau. Sehr gut. Elementaren Luftstickstoff. Über den Alexandrinerklee dann, genau. Ja, und Okay. hier, wo wir jetzt drin stehen, hier kommt nächstes Jahr dann auch eine gezielte Begrünung rein, als begrünte Gasse sozusagen, auch wieder mit Kleearten. Genau, wir versuchen also eigentlich keinen künstlichen Dünger zu benutzen, sondern halt alles über das zu erzeugen, was ja. hier auch wächst. Und halt, was super wäre, nochmal ein bisschen Kompost oder so dann auch reinfahren. Könnte ich mir eine Bodenprobe mitnehmen Natürlich, für unsere gerne. Ausstellung? Dazu habe ich ja hier diesen Spaten, beziehungsweise du hast ja dran gedacht, den mitgebracht und dieses Glas. Vielleicht könntest du mir das da reinfüllen. Natürlich. Wovon möchtest du es denn? Von der Ja. Gasse oder von hier? Mach Oder ruhig hier. Ja, genau. Das ist jetzt von der Bodenart Sand, ne? Oder Ja. was haben wir hier? Nicht ganz. Sandigen Lehm. Sandiger Lehm, ja. Wenn wir jetzt in einem anderen Feld gehen würden, was direkt am Meer wäre, hätten wir sandigen Sand. Ja. Wie viele Bodenpunkte habt ihr hier im Schnitt? Zwischen 45 und 17. Okay. Also da beim Schloss, wo wir gerade eben waren, sind es 17 Punkte. Ja. Und im Weinkeller, wo wir nachher noch hinfahren, sind es 45 Punkte Böden. Okay. Super. Vielen lieben Dank. Gerne. Sollen wir uns dann mal anschauen, wie so Weintrauben dann wirklich nachher Genau. zu Wein verarbeitet werden? Können wir gerne machen, ja. Ja, Alles cool. klar. Danke. So, vermutlich ist das die Presse, oder? Genau. Das ist jetzt so gesehen die Kälte. Da kommen die Trauben rein, die wir vorhin geerntet haben. Und werden mit einem Teller einfach immer weiter ausgedrückt, nach einem bestimmten Muster. Sprich erst wenig und dann immer ein bisschen mehr Bisschen Druck. mehr Druck, okay. Genau, um das relativ schonend zu verarbeiten. Dann kommt das in eine Auffangwanne, die tropft einfach hier runter, wird dann in den Tank gepumpt. In diese Wanne da. Nee, nicht Ach so. in diese Wanne ist für den Trester. Okay. Die andere Wanne steht gerade noch drinnen, weil wir es gestern Abend da reingefahren haben. Ja. Genau. Wie viel Kilo oder Tonnen passen hier in diesen Behälter? 1,5 Tonnen. 1,5 Tonnen. Okay, ist ja schon ein bisschen. Genau, also wenn die dann super voll ist. Und wie fördert ihr das da rein? Also mit dem Gabelstapler? Genau, hier, momentan oder? mit dem Gabelstapler fahren Ja. wir eine Kiste hoch und schaufeln es dann da rein. Okay, von Hand. Ja. Genau. Okay. Und da oben ist eine Distille, habe ich schon gesehen. Ja. Die steht da oben so ein bisschen in der Ecke. Ja. Und damit verwerten wir dann noch den Trester Den Trester. sozusagen und machen auch noch verschiedene andere Brände. Okay.
Also da oben Schnapsproduktion. Genau, und hier Weinproduktion. Der Wein. Genau. Alles klar. Ja, sehr schön. Wollen wir uns das mal anschauen? Gerne. So, dann kommt theoretisch der Wein dann in den Tank. Ja. Wird dann über Nacht, setzt sich das ab. Wird dann aus dem Anstichhahn sozusagen, oder beziehungsweise aus dem kleinen runden Ding da. Das rechts. Genau, ja. das rechts da unten angestochen. Aha. Das nennt sich Anstichsrohr. Ja. Wird dann das Klare abgezogen, das kommt dann in die Holzfässer zum Beispiel. Ja. Wird da dann die Gärung eingeleitet. Und der Rest wird dann nochmal extern verarbeitet, beziehungsweise gesammelt und dann nochmal filtriert. Aufbereitet, okay. Genau. Um da auch nochmal dann den klaren Restwein Saft auch noch rauszukriegen. Genau. Okay. Ja, und die Reste, die dann überbleiben, was passiert damit? Die kommen aufs Feld als Dünger. Okay. Ja, für den Humusaufbau dann wieder ein bisschen organische Substanz zurückführen. Okay, und was ist jetzt für die Gärung notwendig? Also ihr setzt Hefen ein, habe ich gelesen. Genau. Also wir nutzen die Hefen einfach als Starterkultur sozusagen. Die wandeln dann den Zucker in Alkohol um und CO2. Ja. Das CO2 blubbert da gerade schön raus. Ja. Und der Alkohol soll im Fass bleiben und gibt dann für gewisse Verbindungen, die dann halt schmecken wie Wein nachher. Und diese Hefen verhindern dann quasi auch Fehlgärungen. Genau, oder beziehungsweise kann man mit Hefen auch eine gewisse Note einlenken, wie man die gerne hätte, über verschiedene Hefestämme. Ah, okay. Ja. Wie viele verschiedene Hefestämme gibt es da so? Oder wie viel setzt ihr ein? Wir haben jetzt 2 verschiedene Hefen im Einsatz. Okay. Genau, aber es gibt genug, also Millionen. Interessant. Ja. Ja. Okay, wow. Und das CO2 geht jetzt einfach hier in den Raum? Genau, deswegen Das steht da auch vorne das jetzt. Schild Erstickungsgefahr. Ja, So ein also Keller zu ist- lange dürfte man sich hier nicht drin Genau, aufhalten. weil aus einem Liter Most entstehen ungefähr 44 Liter CO2. Wow, krass. Und das sammelt sich ja dann schnell mal bei ein paar tausend Litern. Das stimmt, ja. Gut. Genau, deswegen lüften wir halt immer, bevor jetzt wir hier reingehen, lüften wir das einmal quer durch, damit der CO2 draus ist, lassen die Türen offen und dann arbeiten wir das hier drin. Ja, ja, das macht Sinn. Können wir mal so einen Schluck probieren? Gerne. Soll ich mal ein Glas holen? Gerne. So, dann wollen wir mal was probieren. Ich bin gespannt. Wie lange dauert das jetzt, bis so ein Wein dann fertig ist? Magst du die kurz halten? Ja, klar. Bis die Gärung durch ist, ungefähr 3 Wochen. Ja, ist ja Und- recht schnell. Genau. Aber dann bleibt halt noch im Fass, weil da gewisse andere chemische Sachen noch Zusätze. zukommen. Also da kommt nichts rein, aber die arbeitet halt noch weiter, ohne dass es gärt unbedingt. Okay. So Acetaldehyd wird abgebunden und all so ein Spaß. Ja. Einmal. Dankeschön. Ist das normal, dass das so trüb ist? Ja, das ist jetzt so gesehen Federweißer. Ah, okay. Genau, das ist jetzt gärender Most. Ja. Cheers. Prost. Genau, das ist jetzt halt Wow, sehr ein intensiv. Teil Alkohol schon drin und Ja. ein Teil noch Zucker. Ja. Deswegen Ja, schmeckt das das noch schmeckt so man. süß. Sehr süß, ja. Genau. Süß und die auch Trübe säuerlich, kommt halt ne? auch darum, dass hier jetzt alles in Bewegung ist im Fass, durch Ja. die Gärung Ja. sozusagen. Würdest du sagen, der Boden hat mit den meisten oder den größten Einfluss jetzt so geschmacklich auf den Wein? Oder Unter was? anderem großen Einfluss. Ja. Also einmal die Rebsorte, die Hefe hat einen kleinen Einfluss und der Boden halt, wo wächst es, wie ist das Klima, das klassische Terroir. Also Klima, Boden, Beschaffenheit, Sonneneinstrahlung, Regen, Ja. Sonnentage, Wind, Kühle, alles Ja. spielt da mit drin. Aber der Boden auf jeden Fall. So, wir haben relativ sandige Böden, wie vorhin auch gezeigt. Und es gibt halt so eine schöne Fruchtigkeit in dem Wein. Ja, wahrscheinlich auch ein bisschen intensiveren Geschmack, da das Wasser natürlich dann nicht so stark in die Trauben eingelagert wird. Also oder? einen anderen Geschmack jetzt. Also ein schwerer Tonboden zum Beispiel gibt halt andere Geschmäcke oder ein Schieferboden gibt halt eher so eine Mineralik Was ist das Typische für so sandige Böden jetzt für diesen Fruchtnoten. Standort? Fruchtig. Genau. Das Okay. sind fruchtig schöne Weine sozusagen. Schmeckt mir gut. Erfrischend. Ist noch so ein bisschen eher wie so ein Erfrischungsgetränk. Ne? Ja, noch ist es eine coole Limo. Ja, So genau. eine leckere Fanta nur aus Wein. Halt. Ja.
So, dann wollen wir das mal in der fertigen Version probieren. Sehr gut. Bin ich mal gespannt auf den Vergleich. Der Tisch wackelt ein bisschen. Ja, natürlich, halte ein bisschen gegen. Alles gut. Ja, Fazit zum Tagesende. Was bedeutet denn der Boden jetzt für dich als Winzer? Alles. Also ja, ohne Boden kein Leben. Ja. Und Ohne Boden das ist kein halt Wein. die Grundlage von jedem landwirtschaftlichen Produkt eigentlich. Ja. Und den muss man halt über pflegen und hegen. Und ich glaube, das haben unsere Vorfahren auch schon ganz gut hingekriegt. Sonst wird da jetzt wahrscheinlich nichts mehr wachsen. Ja. Und wenn man den dann nicht pflegt oder beziehungsweise versucht, noch ein bisschen zu optimieren, wird irgendwann so ein Boden auch verkümmern. Ja. Und deswegen ist ein Boden extrem wichtig, auch Ja. für den Weinbau. Ja. Beziehungsweise gerade für den Weinbau, weil viele damit ja auch werben, dass sie auf verschiedenen Böden wachsen. So. Und was wünschst du dir jetzt für den Boden in der Zukunft? Ich wünsche mir, dass der Boden in der Zukunft weiter Ertrag bringt, natürlich. Und dass ich den halt noch ein Stück verbessern kann, zum Beispiel beim Humusaufbau bzw. bei der Nährstoffversorgung. Durch deine Zwischenfrüchte jetzt Durch die beispielsweise, Zwischenfrüchte oder auch die du durch schon eine anbaust? gezielte, richtige Bearbeitung. Ja. Das wünsche ich mir. Ja. Gut, dann Prost darauf. Cheers.